Ein Sturm mit 70 km/h, riesige Wellen an der Westküste und eigentlich komplett unsurfbare Bedingungen. Trotzdem wollten wir natürlich raus. Die Frage ist, gibt es überhaupt einen Spot, der da noch funktioniert? Und wenn ja, kann man dort wirklich surfen bei so starkem Wind? Ob das funktioniert und worauf du achten musst, wenn du bei Sturm ins Wasser gehst, das alles jetzt in diesem Video. Guten Morgen, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Wir gehen jetzt auf eine spezielle Mission, denn draußen tobt ein richtiger Sturm. Es hat 70 km/h Windböen. Ich habe aber trotzdem richtig Bock, surfen zu gehen. Das heißt, es wird jetzt nicht ganz leicht, da eine gute Welle zu finden, denn die Bedingungen sind genauso wild wie der Sturm da draußen. Es sind 15 Fuß bei 14, 15 Sekunden an der Westküste. Das heißt, es ballert da richtig rein, da kann man auf keinen Fall surfen gehen, aber an der Südküste kommt dann genug an und wir gucken mal, ob wir da einen schönen Spot finden. Und abonniert direkt mal den Kanal, wenn euch meine Videos gefallen. Wir nehmen das Mittellenks heute mit, was bestimmt schwer zu handeln sein wird am Strand, weil es viel Angriffsfläche hat, aber für die Wellen, die wir surfen wollen, das ist eigentlich die beste Option. Ein bisschen skeptisch. Immerhin regnet es gerade nicht. Zwischendurch kommen dann immer wieder auch richtige Wolkenbrüche. Gerade ist der Himmel relativ frei. Mal sehen, eigentlich ist es jetzt ein guter Moment, es auszuprobieren. Also Freunde, wir ziehen uns gerade um, wir gehen rein. Der Wind macht ja nicht wirklich eine Pause, aber hier ist er zumindest offshore. Wir haben jetzt ein bisschen Glück und nutzen das Zeitfenster. Jetzt mal Real Talk. Surfen bei starkem Wind ist nochmal eine komplett andere Herausforderung. Das beginnt schon auf dem Weg zum Wasser. Der Wind ist schon ultra stark, aber das Wetter hat total aufgeklärt. Wenn man nicht sein Board falsch hält, dann kann es einem plötzlich wie so ein Segel aus der Hand gerissen werden. Und viele unterschätzen das, aber ein Surfbrett, das vom Wind erfasst wird, kann dich oder andere richtig umhauen. Und wenn du Pech hast, knallt es irgendwo noch gegen Felsen und ist dann schon mal irgendwie zerstört. Deswegen immer darauf achten, das Board richtig mit der Kante in den Wind zu stellen und festhalten mit beiden Händen am allerbesten, dass der Wind nicht allzu viel Angriffsfläche hat. Mit dem Wind wird es echt schwer, weil der entweder an das Brett vorne hochhebt oder ja, einfach so einen Gegendruck erzeugt, dass man nicht rechtzeitig auf die Geschwindigkeit der Welle kommt. Als Teil der Bedingungen sind Windrichtung und Windstärke ein entscheidender Faktor dafür, wie gut die Wellen am Ende sind. Und man kann 3 grundlegende Windrichtungen unterscheiden. Onshore-Wind, bei dem der Wind vom Meer aufs Land bläst, macht die Wellen in der Regel komplett chaotisch, sie brechen unregelmäßig und schließen schnell, ist oft sehr schwer zu surfen. Offshore-Wind ist genau vom Land aufs Meer raus. Es hält die Wellen schön offen, sorgt in der Regel für perfekte, saubere Wellen, die sich schön ordnen. Nur wenn der Wind da zu stark ist, dann gibt es da ein paar Risiken, die es dort gibt, nämlich, dass man aufs Meer rausgepustet werden kann. Ist mir auch schon passiert. Hier dazu der Link zu der Session, bei der das war. Und macht es manchmal auch schwerer, in die Wellen reinzukommen. Und dann noch Cross-Shore-Wind, also es kann von hinten Cross-Shore sein oder Cross-Offshore-Wind, so wie das jetzt hier in dem Fall in der Session ist. Das heißt in meinem Fall genau schräg von vorne entgegen meiner Fahrtrichtung. Da sind die Wellen zwar einigermaßen sauber, es bilden sich aber doch ordentliche Bumps in der Face, kann man auch sehen. Und vor allem macht es auch schwer, in die Wellen rein zu paddeln. Jetzt gehen wir aber erstmal rein ins Edit und danach erkläre ich nochmal ein paar Tipps und Tricks, wie man bei extrem starkem Wind trotzdem eine gute Session haben kann. She doesn't breathe, she doesn't leave when she's with you. She scratches red and cuts too deep, there's nothing left to do. The world inside she sees is all in black, trapped inside a ball. The world inside she sees is always gray, trapped inside a ball. The world inside where light never comes in, trapped inside a ball.
Surfen in so stürmischen Bedingungen ist wirklich nicht ganz so easy, aber jetzt noch mit ein paar vielleicht hilfreichen Tipps kann man dann vielleicht mit bisschen Glück doch noch ein paar gute Wellen finden und surfen. Erstens, aus meiner Sicht wichtig, die Spotwahl. Am besten ist es, einen Spot zu finden, der möglichst windgeschützt liegt und so ausgerichtet ist, dass der Wind dort wenigstens offshore ist und nicht onshore. Zweitens, Brettwahl. Am besten Brett mit mehr Gewicht, mehr Volumen, also ein PU-Board anstelle von einem Epoxy-Board, das ja wahrscheinlich nur wie ein Stück Papier bei so Bedingungen rumgewirbelt werden würde. Und weniger Rocker hilft hier, da dann das Brett weniger Angriffsfläche vorne hat, unter die der Wind reindrücken kann und das Brett raushebt beim Takeoff. Dann der Takeoff selbst als wichtigster und dritter Punkt. Flacher paddeln, kräftiger paddeln, länger paddeln, die Nose richtig schön runterdrücken und dann auch nach dem Takeoff erstmal klein bleiben, um dem Wind nicht so viel Angriffsfläche zu bieten. So, das sind meine Tipps. Wichtig noch, achtet immer drauf, bei Offshore-Wind kann es sein, wenn man dann vom Brett springt oder runterfällt, dass das Brett richtig hart durch die Luft gewirbelt wird. Das heißt, wenn ihr im Wasser seid, taucht nicht sofort wieder auf. Manchmal trifft einem dann genau das Brett am Kopf. Oh, das ist echt ein Wahnsinn. Es hat sich richtig schön entwickelt. Der Sturm hat ein bisschen nachgelassen. Die Wellen kommen gut rein. Eine schöne jetzt dann noch zum Rausgehen. Abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like da oder einen Kommentar, wenn es euch gefällt. Jetzt der ganze Weg wieder zurück. Hier schön an den Felsen vorbei und dann immer schön mit dem Backwash. Das Wasser knallt da an die Klippen und dann kommt es wieder zurück. Stark, kann das Brett kaum halten.